Lass doch diese Saison einfach enden. Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ich glaube, dieses Video fasst die Saison von Real Madrid 25-26 perfekt zusammen. Real Madrid spielt bei Betis Sevilla 1:1. Real Madrid kassiert wieder einmal in der Nachspielzeit ein Tor. Real Madrid spielt wieder einmal unterirdisch. Und die Fans von Real Madrid denken, wir erleben immer und immer wieder den gleichen Albtraum. Lasst mich mal versuchen, dieses Spiel zu analysieren. Was für ein absoluter Fiebertraum, aus dem wir Madridistas einfach nicht aufwachen wollen. Betis Sevilla 1, Real Madrid 1. Und fangen wir erst einmal mit dem ersten an. Dieses Unentschieden war nicht unverdient. Real Madrid hatte gestern nicht verdient zu gewinnen. Und natürlich denkt man als Madridista immer, wenn du ein Tor in der letzten Aktion des Spiels bekommst, ist es unglücklich, dass du nicht gewinnst. Aber wie gesagt, Real Madrid hatte diesen Sieg einfach nicht verdient. Und Betis Sevilla hat gestern auch kein Feuerwerk abgeliefert. Aber, seien wir ehrlich, wenn gestern Andrei Lunin nicht der MVP von Real Madrid gewesen wäre, hätte Real Madrid dieses Spiel wahrscheinlich schon wesentlich früher deutlich verloren. Ja. Fangen wir zunächst einmal mit der Aufstellung von Real Madrid an. Es war mehr oder weniger die erwartete Aufstellung, außer eine Überraschung. Ein Álvaro Arbeloa hat nicht auf den Präsidenten gehört und hat mit Thiago Pitarch gestartet vor einem Eduardo Camavinga. Naja, im Nachhinein hört man, der Vorstand ist jetzt noch wütender und die Tage von Álvaro Arbeloa bei Real Madrid sind gezählt. Ansonsten Lunin im Tor, Trent und Mendy auf den Außenbahnen. In der Mitte ein Dean Housen, Antonio Rüdiger. Davor Tchouaméni ist verletzungsbedingt ausgefallen, weil ich gestern gesagt habe, der einzige Spieler, der konstant ist, der dabei ist ein Tchouaméni. Natürlich ist der auch ausgefallen. Also haben im Mittelfeld bei Real Madrid einen Thiago Pitarch gespielt mit einem Fede Valverde, einem Bellingham und einem Brahim. Vorne im Sturm Vini Junior und Kylian Mbappé. Ja, und das Spiel ging los und Real Madrid hat tatsächlich eine Viertelstunde bis 20 Minuten einen anständigen Ball gespielt. Die waren jetzt hier nicht überragend, aber sie waren schon die etwas spielbestimmendere Mannschaft. Und irgendwann nach einem Weitschuss von Fede Valverde, die einzige Waffe, die wir in dieser Saison anscheinend haben, der Abpraller auf dem Vini Junior, der ist in dieser Sekunde hellwach, macht das 1:0. Ja, und das ist auch schon mehr oder weniger das einzig Positive. Danach hat Betis Sevilla das Spiel immer mehr an sich gerissen. Die Chancen für Betis Sevilla häuften sich und ein Andrei Lunin hat immer wieder mit Glanzparaden die Führung von Real Madrid gehalten. Natürlich hatte Real Madrid in Kontersituationen auch gute Chancen, aber wie so oft in den letzten Wochen, sowohl ein Kylian Mbappé als auch ein Vini Junior vor dem Tor erschreckend schwach. Ja, und was auch erschreckend schwach war die Einstellung von Real Madrid, war der Fußball von Real Madrid. Langweilig, lethargisch, lustlos, ideenlos. Es war schrecklich, dieses Real Madrid mit anzuschauen. Wenn du dir die Namen der Spieler durchsiehst und den Fußball, den die spielen, du kannst nicht glauben, dass diese zwei Komponenten zusammenpassen. Du hattest über die ganze Zeit das Gefühl, Real Madrid hat diese Saison schon abgehakt. Die gehen spazieren. Die wollen sich nicht vor der WM verletzen. Keiner hat mehr getan als das absolute Minimum. Und vorne im Sturm, wir hatten 0 Pressing-Momente. Wir hatten im gesamten Spiel, sowohl im Spielaufbau als auch bei der Balleroberung, keinerlei Automatismen. Wenn einer mal angelaufen ist, dann weil er individuell in dieser Sekunde gerade Bock hatte. Aber wenn ihr dann denkt, der Rest der Mannschaft rückt auch auf. Nee, denkste. Real Madrid spielt, wie die Spieler gerade Bock haben.
hinten im Spielaufbau, wenn man das überhaupt Spielaufbau nennen kann. Der Einzige, der immer wieder mal gekommen ist, um sich den Ball abzuholen, ist ein Thiago Pitarch, der aber auch pro Spiel mindestens einen katastrophalen Fehler hatte. Gestern wieder 2. Ja, ansonsten sind die Abwehrspieler mehr oder weniger die ärmsten Säue auf dem Platz. Und wenn die den Ball haben, bleibt irgendwann nichts anderes übrig, als die lange Pille nach vorne zu spielen. Kylian Mbappé und Vini gucken zu, wie die Verteidiger den Ball erobern, wollen den Ball gar nicht zurückholen. Das Mittelfeld von Real Madrid unsichtbar. Ja, und Betis Sevilla hat sich Minute für Minute gesteigert und hat sich diesen Punkt absolut verdient. Ja, das 1:1 in der 93. Minute durch Bellerin, meiner Meinung nach vorher durch ein klares Foul an Ferland-Mendy, aber naja. Über die Schiedsrichterleistung können wir gerne gleich im Anschluss ein bisschen reden, aber dieses Spiel, dieses Ergebnis hat nichts mit dem Schiedsrichter zu tun. Natürlich muss er die letzte Aktion meiner Meinung nach abpfeifen, aber wenn wir ehrlich sind, hätte Betis Sevilla schon deutlich vorher ein Tor machen müssen. Und ich sage genau das Gleiche, was ich gegen Alavés gesagt habe. Gegen Deportivo Alavés habe ich gesagt, wenn Deportivo Alavés nicht das 2:1 in der 93. Minute macht, sondern in der 70. gewinnt Alavés das Spiel. Und ich bin jetzt heute genauso der Überzeugung, wenn Betis Sevilla gestern ihr Tor nicht in der 93. Minute macht, sondern in der 70. drehen die das Spiel. Von Real Madrid war nichts mehr zu sehen. Alles, was Madrid anbietet, sind Einzelleistungen. Ab und zu, wenn der Ball erobert wurde, ging der irgendwie nach Vini. Und Vini hat wieder einmal versucht, gegen 3 oder 4 Mann irgendetwas durch eine Einzelleistung zu erzwingen. Kylian Mbappé hast du im gesamten Spiel vielleicht 3-mal gesehen. Langer Ball einmal von Trent Alexander-Arnold, da schießt er den Ball fast übers Stadiondach. Danach setzt er sich einmal mit seiner Geschwindigkeit durch und wo der alleine aufs Tor laufen kann, versucht er den Ball auf Vini abzuspielen. Der Verteidiger von Betis Sevilla kommt dazwischen. Und viel mehr habe ich von dem Kylian Mbappé nicht gesehen. Vini Junior hatte noch einmal eine glasklare Chance, setzt sich gegen 3 Mann durch, steht alleine vom Torwart. Und das, was er dann gemacht hat mit dem Ball, das ist kein Torschuss, das ist nicht mal ein Rückpass. Das war so schwach, dass der Torwart den Ball nicht mal in die Hand genommen hat. Wahrscheinlich, weil er selber das Gefühl hatte, das ist wie ein Rückpass, was Vini da macht. Federball werden wir nochmal mit einer Halbchance. Und das war's. Ja. Und was bleibt mir anderes übrig, als zu sagen, ich nehme diese Ergebnisse inzwischen emotionslos hin. Man hat als Madridista inzwischen das Gefühl, diese Ergebnisse haben inzwischen keine Konsequenzen mehr. Es ist an der Tagesordnung. Es ist Normalität für Real Madrid, dass wir von den letzten 6 Spielen nur 1 gewonnen haben. Es gibt ja keinerlei Konsequenzen. Das ist die neue Normalität von Real Madrid. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich persönlich habe mich noch nie so distanziert gefühlt von einer Kabine, von einem Kader wie diese Saison. Also versteht mich nicht falsch, ich bin ein absoluter Real Madrid-Fan. Bis zum Ende meiner Tage, bis ich irgendwann die Augen zumache, werde ich ein absoluter Vollblut-Madridista sein. Aber ich persönlich kann mich mit diesem Kader nicht mehr identifizieren. Diese Kabine, dieser Kader sind Real Madrid unwürdig. Naja, zumindest ein großer Teil von diesem Kader. Die wissen nicht, was es bedeutet, für Real Madrid zu spielen. Die wissen nicht, was die mit den Gefühlen und Emotionen von Millionen von Madridistas auf dieser Welt machen. Die sind eine Schande für dieses Trikot. Und in diese Kabine, wir brauchen eine Kernsanierung. Real Madrid hat ganz viele Baustellen und das löst du nicht, indem du 1 oder 2 Spieler verkaufst und 1 oder 2 neue Spieler kaufst. Du brauchst eine Grundmentalität, die dieser Kabine fehlt. Und ich weiß nicht, ob diese verzogenen Millionäre, diese Spieler, die mehr für TikTok-Clips farmen, Fußball spielen, als für den Erfolg der Mannschaft, ob man diese Situation noch revidieren kann oder ob vielleicht einige große Namen Real Madrid verlassen müssen. Ja, ich habe sämtliches Verständnis verloren, diesen Kader irgendwie in Schutz zu nehmen. Irgendwann kommst du als Madridista an den Punkt, wo du denkst, ja,
zur Not ist mir egal, wer verkauft werden muss. Und ich meine, es ist mir fast egal, wer verkauft werden muss. Vom Vorstand, ob da jemand gehen muss, vom Trainer bis zu jedem einzelnen Spieler. Hier muss sich etwas ändern. Und inzwischen ist es mir fast egal, was sich ändern muss. Aber so kann es nicht weitergehen. Ja, wie gesagt, Real Madrid verabschiedet sich endgültig von der spanischen Liga, wenn sie es vorher nicht schon getan hatten. Der FC Barcelona kann jetzt mathematisch, glaube ich, diesen oder nächsten Spieltag schon Meister werden. Ja, und das haben wir ganz alleine dieser Kabine, diesem Kader zu verdanken. Ja, jetzt, nachdem das alles ausgesprochen ist, trotz einem noch einmal zu 2 Situationen, die das Spiel klar beeinflusst haben. Daran lag es nicht, aber das gehört zur Wahrheit und ich möchte euch die ganze Wahrheit erzählen. Real Madrid muss einen glasklaren Elfmeter bekommen. Bellerin hält den Schuss von Brahim mit der Hand. Die Hand vergrößert die Körperfläche. Der Ball geht in Richtung Tor. Jeder, der gesagt hat, Cucurella gegen Deutschland, das war ein Elfer, jeder muss einsehen, dass das auch ein ganz klarer Elfer ist. Und Antony macht ein ganz klares Foul an Forlán vor dem Siegtreffer von Betis Sevilla. Eigentlich musst du dieses Tor auch aberkennen. Aber ein Teil von mir ist inzwischen so weit, dass ich denke, ey, Gott sei Dank ist das Tor gefallen. Umso höher der Punktabstand zum FC Barcelona ist, umso mehr ist die Hoffnung da, dass der Vorstand endlich aufwacht und erkennt, hier muss sich grundlegend etwas ändern. Es kann nicht wahr sein, dass du als Madridista schon ein bisschen denkst, vielleicht verlieren wir ja noch 1, 2 Spiele, damit der Abstand so dramatisch ist, damit der Vorstand reagieren muss. Aber inzwischen sind viele Madridistas an diesem Punkt angekommen. Ja, und die Einzelbewertung der Spieler, die mache ich mir ganz, ganz kurz. André Lunin, danke, bester Mann gestern auf dem Platz. Dann nehme ich noch einen Trent Alexander-Arnold in Schutz, einen Dean Housen, Ferland und Fede Valverde. Das war's. Thiago Pitarch beurteile ich ein bisschen anders. Ja, der hat katastrophale Fehler gemacht, aber der Junge ist 18, der kommt in einen kaputten Haufen rein. Es ist klar, dass er da jetzt nicht den besten Fußball der Welt spielt und brilliert, aber trotzdem hat er es zumindest versucht. Alle anderen haben gestern dieses Trikot nicht verdient. Unterirdisch. Und wenn ich Trainer von Real Madrid wäre, wären alle anderen im nächsten Spiel auf der Bank. Dann spiele ich lieber mit der A-Jugend, mit Real Madrid Castilla, Jungs, die sich für dieses Trikot zerreißen. Die anderen, ja, die nächste demütigende Leistung für Real Madrid. Ja, und mehr oder weniger war es das schon, was es zu dem Spiel zu sagen gibt. Es war das nächste Copy-Paste, katastrophale Spiel von Real Madrid, was wir in den letzten 2 Jahren immer wieder durchleben. Dieses Horror-Déjà-vu, was immer wieder Real Madrid abliefert und wir Madridistas uns nicht mehr erklären können, wie lange wir das noch aushalten sollen. Ja, ich bin gespannt, was du zu dem Spiel zu sagen hast. Was sagst du zu meiner Einschätzung zu dem Spiel? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, denk dran, ich kann nichts für die Leistung von Real Madrid. Lass mir bitte trotzdem ein Like da, kommentier dieses Video, hype das Video, lass ein Follow da. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar. Und wir sehen uns morgen wieder und versuchen, das hier irgendwie weiterhin zu erklären. Bis dahin. A la Madrid!